Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ihr habt ein entspanntes Wochenende. Wir wissen ja bereits schon, dass wir eine Rückkehr zum Klassensystem in Battlefield 2042 bekommen werden und das auch schon in diesem Monat mit dem Update 3.2. Darüber hatten wir in den vergangenen Videos ja schon relativ intensiv gesprochen. Was die Änderungen jetzt konkret betrifft, hat sich jetzt DICE auch nochmal in einem Blogpost an die Community gewendet und es gibt nochmal detailliertere Infos, die ich heute mit euch natürlich diskutieren möchte. Konkret geht es einmal um die Analyse seitens DICE, also warum haben sie sich gedacht, müssen wir vielleicht doch was am Klassensystem machen. Dann gehen sie ein auf Meta und ja, DICE spricht Meta auch selber aus, Auswahl und Balance, wie die unterschiedlichen Spezialisten dann in die Klassen reinpassen, beziehungsweise eher wie man das Ganze erkennt und dann auch entsprechend kontern kann. Die eigentliche Waffenfähigkeitenanpassung, also Weapon Proficiencies, wie es DICE nennt, und zwar welche Waffe welche Fähigkeit in welcher Klasse hat. Da geht es um die unterschiedlichen Buffs, also zum Beispiel Sprint to Fire in der Supporter-Klasse für SMGs. Die Loadouts werden vereinheitlicht, das ist auch relativ entspannt oder spannend, sagen wir es mal so. Und die weitere Terminschiene, aka wann kommt was, werden wir natürlich auch besprechen. Und an der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis, wenn euch der Content gefällt, dann lasst auch gerne einen Sub da. Wie gesagt, 70% der Zuschauer, die regelmäßig meine Videos schauen, haben den Kanal noch nicht abonniert und ist er schließlich kostenlos. Also da passiert nichts, ihr seid immer auf dem neuesten und aktuellsten Stand. Lohnt sich an der Stelle, behaupte ich jetzt einfach mal. Und grundsätzlich auch nochmal hier die Frage an euch. Was haltet ihr jetzt von den Änderungen und seid ihr der Meinung, dass vielleicht auch wieder der ein oder andere Veteran jetzt zu Battlefield 2042 zurückkommen wird? Also, jetzt gehen wir die Punkte nochmal detaillierter durch. Beginnen wollen wir also mit der Analyse von DICE zum nicht vorhandenen Spezialistensystem. Also, sie haben erstmal festgestellt, dass, und jetzt aufpassen Leute, einige Spieler den Verlust des Klassensystems kritisiert haben. Also no front an der Stelle, aber ich würde mal sagen, dass gefühlt 99% der Battlefield-Community enttäuscht darüber waren, dass das Klassensystem nicht mehr im Spiel war. Also mit einigen Spielern ist das, glaube ich, nicht so richtig oder nicht so ganz richtig dargestellt. In jedem Fall hat sich DICE damit aber auseinandergesetzt und die Änderung durch, der eine oder andere erinnert sich noch an das Core Feedback Analyzing Tool im offenen Dialog, hätten sie das scheinbar geändert. An der Stelle würde mich echt mal interessieren, ob einer von euch vielleicht aktiv daran mitgewirkt hat oder da auch beteiligt war. Ich habe auf jeden Fall natürlich keine Einladung bekommen, gesehen oder auch keine Möglichkeit gesehen, wo man dazu nochmal ein Feedback separat abgeben könnte, außer natürlich in den jeweiligen Foren, wo man sich natürlich nicht sicher ist, ob das überhaupt gelesen wurde. Es gab in jedem Fall mehrere Playtest-Schleifen und das Endergebnis, das bekommen wir dann eben im Januar Klassensystem Update 3.2. Durch diese Änderung wird es auf jeden Fall zu einer kompletten Change oder einer kompletten Veränderung der Meta-Spezialistenauswahl und dem Balancing kommen. Das ist jetzt schon relativ klar und offensichtlich und Disclaimer vorab, also finde ich auch wirklich gut. Woran liegt es? Wir wissen ja bereits schon, dass die Gadgets klassenbezogen aufgeteilt werden und damit nicht mehr jeder Spezialist jedes Gadget benutzen kann. Das war nämlich bis jetzt der Fall und durch diese einseitige Nutzung von Gadgets hat natürlich auch das Teamplay gelitten, weil jeder nur Meta-Spezialist mit Meta-Loadout, zum Beispiel MedPen oder die Platten reingehauen hat und dann gehen es im egomanen Stil, also da bin ich leider teilweise auch so ein Kandidat, dann einfach nur ins Close Combat rein. Das wird jetzt auf jeden Fall geändert und vor allem, was auch wichtig ist, dass der Gegner auch oder wir erkennen, was steht uns denn da gegenüber. Die Gegner werden jetzt nämlich zusätzlich noch mit einem Icon versehen, dass man zum Beispiel dann erkennt, okay, ein Engineer steht mir gegenüber, der könnte einen Raketenwerfer haben. Und dementsprechend, wenn ich jetzt meine Tanks oder meine Fahrzeuge beschützen will, wäre es wichtig, dass wir den mal als erstes aus dem Spiel nehmen und damit Platz eben für unsere eigenen Fahrzeuge schaffen. Gleich mal vorab, der eine oder andere fuckt sich ja immer mal wieder über Liz ab. Die ist jetzt auch in der Engineer-Klasse, aber natürlich durch ihre Kamera-Super-Rakete bekommt sie nach wie vor keinen zusätzlichen Raketenwerfer und das ist auch richtig so und sollte sich auch nicht nochmal ändern. Also, auch DICE geht natürlich davon aus, dass sich dadurch die Spieldynamik deutlich positiv verändern wird und durch die klaren Rollenverteilung das Ganze wieder ein bisschen mehr Battlefield-Feeling bekommt, das Teamplay gefördert wird und wenn wir uns die klassische Rollenverteilung da anschauen und so wird es auch umgesetzt werden, dann ist das durchaus positiv aus meiner Sicht zu sehen. Ihr wisst es ja, Aufgabe des Engineers ist natürlich die gegnerischen Fahrzeuge auszuschalten und die eigenen zu reparieren oder in
standzuhalten und der ist prinzipiell eher mit so stationären Dingen ausgestattet. Wir denken an Boris mit seinem Geschütz oder an Mr. Polierte Glatze mit seiner Stand-Minigun. Also der ist mal primär oder die Klasse ist primär eben für diese Dinge vorgesehen. Der Sturmsoldat in Verbindung mit Sturmgewehren, der soll natürlich vorne den Weg frei machen, also Close Combat, und da sind eher so die Spezialisten wie zum Beispiel ein McKay angesiedelt, die natürlich perfekt zum Flankieren der gegnerischen oder des gegnerischen Teams angewandt werden können. Ja, der maximale Fachausdruck wieder an der Stelle, aber ihr wisst genau, was ich meine. Supporter versorgt natürlich die Truppmitglieder mit Munition und Revived, und das wäre auch schön, wenn das die Battlefield-Spieler mal wieder lernen, dass man seine Teamkameraden auch wiederbeleben kann. Als Recon bleibt natürlich die Aufklärung und Distanzbekämpfung von gegnerischen Zielen, und trotzdem muss man ganz einfach sagen, das Klassensystem ist jetzt nicht zu restriktiv, das heißt, jeder Spezialist kann immer noch das nutzen, was er möchte, mit Ausnahme eben der Gadgets. Das heißt aber, die Primär- und Sekundärwaffen, die kann man immer noch nutzen. Da kommt jetzt aber allerdings diese unterschiedlichen Buffs oder die Weapon Proficiencies eben mit ins Spiel. Und das finde ich sogar, oder nicht sogar, das finde ich eine relativ coole Änderung, wo man sagen muss, okay, das kann man sich auf jeden Fall geben und macht auch in jedem Fall Sinn, das Ganze so anzugehen. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Ich fasse es jetzt ganz knapp für euch nochmal zusammen. Der Sturmsoldat mit seinen Sturmgewehren bekommt 3 zusätzliche Magazine. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so krass an, aber ihr müsst euch denken, der hat keine eigene Munikiste dann mehr dabei, kann er nicht mitnehmen, weil die natürlich bei der Supporter-Klasse aufgehoben sind. Also 3 zusätzliche Magazine, das ist schon mächtig. Dann in Kombination mit zum Beispiel Medpin, also da sehe ich doch die neue McKay-Meter schon wieder reinschallern. Engineer, auch das hatten wir vorher kurz erwähnt, also mehr stationär aufgehoben, und ja, da werden die Zelte wieder aufgeschlagen, würde ich sagen, mit LMG, verbesserte Streuung in der Hocke oder im Liegen. Scharfschützengewehre oder die Recons bekommen ein konstantes Zielen, also nicht erst dieses Einatmen, dann ready sein, sondern die sind sofort ready to shoot. Also das könnte auch relativ stark werden, würde ich sagen. Und Support hat eben den Bonus Sprint to Fire auf die SMGs, also dass ihr schneller schießen könnt, wenn ihr euch in Bewegung befindet. Könnte auch sehr, sehr interessant werden. Also ich glaube, da freuen wir uns alle, mal wieder die Maria Falk mit an den Start zu bringen. Könnte sehr, sehr mächtig werden. Also auch da freuen wir uns schon drauf. Als nächstes gehen wir mal auf die Loadouts ein, und die werden grundsätzlich vereinheitlicht. Also das heißt, ihr legt einmal ein Loadout für eure Klasse, zum Beispiel Sturmsoldat fest oder auch Engineer fest, und der ist dann, oder das Loadout ist dann auch für alle anderen Spezialisten aus dieser Klasse dann eben anwendbar oder auswählbar. Also das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Natürlich könnt ihr das dann auch wieder ändern, so wie es für euch dann eben richtig ist. Wie geht es jetzt also weiter? DICE hat ja bereits bestätigt, dass das Update 3.2 bereits im Januar erscheinen wird. Ich rechne fest mit nächster Woche und bin auch der Meinung, dass das einen relativ großen Impact hat. Also ich würde mich da auch wirklich freuen, wenn der ein oder andere Veteran da wieder mit ins Spiel kommt. An der Stelle teilt vielleicht mal das Video mit euren Mates, die ja aufgehört haben zu spielen. Vielleicht geben sie dem Ganzen auch mal wieder eine Chance und schauen rein, weil bezahlt ist der Bums ja eh schon. Ich denke, das lohnt sich und könnte wie eine kleine Trendwende für Battlefield 2042 werden. Wie steht ihr jetzt also dazu und was haltet ihr von den Änderungen? Packt es mir sehr gerne in die Kommentare, und ich würde sagen, ich bin für heute erstmal raus. Genießt also euer Wochenende und wie immer, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Euer A-Team. Muss nachladen! Sicherung des letzten Sektors frei. Tut, was immer ihr tun müsst. Das können wir besser! Gebt mir eine Sekunde!